We'll be going up in a couple of minutes. I'll wait for you in the cable car. Up where? Okay, Seilbahn. Wieso läuft der jetzt, wieso wartet der jetzt nicht auf uns? Wahrscheinlich können wir auch nicht rennen, weil wir damit doch schon ein bisschen die Atmosphäre hier zerstören würden, ne? Jetzt hier einfach so durchrushen. Was ist denn mit dem? Wieso haben die... Fällt mir jetzt das auf, dass die alle so komisch aussehen. Schick. The Hindenburg. Her forced landing in New Jersey almost cost the lives of over 100 passengers. Yeah, nearly a fireball in midair. It would have burned down half the city. Okay, wir müssen dann rechts lang, ne? Ich kann die Kamera auch nicht bewegen oder so. Das macht ja alles von selbst. Deswegen kann ich mich hier nicht so umgucken. Ob wir da jetzt noch irgendwas übersehen, aber... Okay, können wir hier helfen oder so? Ja, okay. Kann den nicht anklicken oder so? Bild. A. Ryan, owner of Ryan Hotels, the visionary who transformed the Hindenburg into the monument to aeronautical luxury it is today. Hab ich gerade irgendwie nicht aufgepasst oder warum haben die alle hier so Masken auf? Ach, da oben steht was, Maskerade. So, okay. Dann laufen die. Sieht voll gruselig aus, ey. Ja, ich habe auch noch keine Cola, mein Freund. Kaffeespawner habe ich leider auch noch nicht. Deswegen muss ich mir alles selber holen. Aber... Ach, da steht er ja. Okay, let's go. Scared of heights? Hey, you sure we don't know each other? I never lie, sir. Ich möchte Lügen vermeiden, aber ich will jetzt auch nicht... Aber ich will jetzt auch nicht so Schwächen einfach so zugeben. How high does this thing go? Higher than the clouds.
Mein Gott, was für ein Auftakt hier, ne? Nur weil der Typ uns sehen will, oder was, ey? Müssen wir erstmal hier 5 Stunden Fahrt und Seilbahn etc. I'm afraid I can't come with you. Thanks for the pie. But Welcome to the Grand Hindenburg Hotel. My name is Susan, and I'm glad to be of service. Your name, please? Ja gut, wenn wir lügen, wir wollen ja zu dem Typen, ne? Ness. Elliot Ness. Thank you, Mr. Ness. Nice choice. Sounds genuine. And now, how can I help you? I'm here to see Mr. Capone. There's no Mr. Capone here, Mr. Ness. Okay, das ist beides nicht so nett, ne? Anschnauzen, einschüchtern. Ja. Finde ich jetzt beides nicht so toll. Listen, Susan. I know more than 60 aliases for Al Capone, so you have 2 options. One is to delay my appointment with him until I guess the right one, which he is not going to like. The other is to send me through and earn my eternal gratitude and his. Your call. He's in the presidential suite. Top floor at the end of the red carpet. Thank you, Susan. Have a pleasant stay at the Grand Hindenburg Hotel, Mr. Ness. Ja klar, mit den Masken und so denkt man sich ja eigentlich Your attention, please. fiktive Namen The cable aus. car to Santa Esperanza leaves in Aber ich dachte 3 jetzt, wenn ich ihr What kind den... of person can afford this kind of luxury? Shit. You think it's going to be a quiet day and suddenly the storm hits you. Aber ich dachte, wenn ich jetzt mal einen richtigen Namen sage, dass sie dann auch mich direkt zu ihm hinschickt. Deswegen habe ich den richtigen genannt. About the clouds. Ja, ja, schick, schick. Da muss man schon ganz viel hart gearbeitet haben in seinem Leben oder korrupt sein. Oder kriminell meinte ich, nicht korrupt, kriminell. You can't go in there, sir. They're in rehearsal. Theater? Shakespeare's Titus Andronicus. They open in a couple of nights. Perhaps Mr. Capone can get you a ticket? Capone? He's at this hotel? Gosh, I'd heard the opposite. Wo war denn jetzt nochmal die Treppe? War die nicht hier links? Achso, die war rechts auf der anderen Seite, oder was? Ist ein bisschen, ja. Ich finde das nicht schlecht, wie die Kamera teilweise ist, aber ich würde mir doch ein bisschen mehr Freiheit wünschen. Weil ich jetzt gerade nicht weiß, ich dachte, die Treppe wäre links gewesen. Was kann ich hier gucken? Ach, da ist die. Okay. Boah, das ist ja... Boah. Also, ich habe jetzt nicht so mega Höhenangst, aber... Oh. Aber, so mega hoch und dann, auf so einem Glas zu stehen und da runter zu gucken, fände ich jetzt auch ein bisschen unangenehm. Ach, hier ist die Treppe, ja. Okay. Da kann ich nicht lang. Da war zwar auch eine, aber okay. Ich will die ganze Zeit mit dem rechten Stick immer die Kamera so nach links bewegen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier hochlaufe. Your attention, please. The cable car to Santa Esperanza leaves in 2 minutes. Ach, wie süß. Ich kann ja doch rennen. Ach, wie süß der rennt. Guck mal. So ein bisschen joggingmäßig. Hey, Ryan, owner of Ryan Hotels, the visionary who transformed the Hindenburg into the monument to aeronautical luxury it is today. Okay, das hat er ja da unten bei dem Bild auch schon gesagt. Das kannten wir jetzt schon. Ach, das ist ja süß. Ich muss das halten. Und dann, oh, ist da Feuerwerk? The window cleaners up here deserve every cent they make. I wouldn't do it for all the money in the world. Ja, habe ich da nicht gerade da hinten, ne? Ich habe gedacht, das könnten wir uns jetzt angucken, das Feuerwerk da hinten. Ach, guck mal. Das sieht schon ein bisschen lustig aus, ne? Wie der so rennt. Oh, Feuerwerk ist so schön.
Nostalgie, Nostalgie. I don't remember the last time I did that. Ja. Deswegen mag ich, dass das nicht nur Silvester, sondern auch irgendwie Japan-Tag oder so, wenn dann da immer Feuerwerk ist, dass man das nicht nur einmal im Jahr hat, weil das einfach so schön ist. So, kriegen wir hier eine Cola. Wir schmeißen überall Kohle rein und kriegen nichts, ey. Kann ja ruhig wahr sein. Come on! Ich wollte sagen, jetzt werde ich echt langsam sauer. Ich schmeiß überall meine Kohle hier rein und werd abgezockt, ey. Weil da keine Cola rauskommt. Achso, wir können ja... Was können wir hier machen? Oh. Schuhe, Wein. Okay, die dürfen das. Die sind verheiratet, die dürfen das. Ich habe gedacht, da wäre jetzt hier... Aber die dürfen das. Das ist okay. Laufen wir schnell weiter. Es ist mir gerade unangenehm. So. Reiche Capone Suite. Ich frage mich gerade, wie lange so eine Szene hier geht. Ich hätte eigentlich gehofft, dass es ungefähr passt, so mit, What happened here? Nothing to worry about, my good man. What happens on the Hindenburg stays on the Hindenburg. Are you saying the law doesn't apply here? We're too high up, my good man. The law has always preferred to look down. Oh, jetzt kann ich mehrmals was sagen. Ich hatte nämlich gerade gedacht, eigentlich hätte ich auch gerne Moral gesagt. Das ist sehr gut. How can you work in a place like this? You don't want to know where I worked before this, my good man. You never had problems with the police? Oh, many a one, my good man. In fact, what I'm cleaning up is today's first problem. Ja, gut, ich glaube auch nicht, dass der Sohn, trotz allem den Vorfall, der da damals war, dass der irgendwie anders geworden ist als sein Vater. Oh, wie schön. Das erinnert mich direkt an Neo, das ich gestern gespielt habe. Kann ich jetzt hier noch rechts lang laufen oder so? Was machen die da? Messer auf... Ah, oh! Da hängt ja eine Frau dran, hallo? Bravo! Haben die jetzt geklatscht, weil er einmal nicht richtig getroffen hat? I'm sorry. Kann man sich die Frau jetzt dann noch angucken? Hallo, die hat gerade geschrien. Was ist mit euch los? Und dann applaudieren die. Sind die noch ganz frisch hier auf dem Ding, ey? Kann man sich die jetzt da angucken? Kann ich da irgendwie hin? Ich kann die von hier aus nicht sehen. Ich kann ja auch die Kamera nicht schwenken. Und durch die Leute kann ich auch nicht durchlaufen. Ja, ist mit Absicht so. Oh Mann, ey. Ganz schön, finde ich überhaupt ein bisschen fragwürdig, sowas. Solche Attraktionen, aber gut. Da ist... Sieht aus wie ein Notausgang, ne?
Schauen wir mal eben. If it wasn't for my habit of checking all possible exits when I walk into the lion's den, I'd be a dead man. Ja gut, ist das nicht eben mega Risiko? Wir sind hier oben hoch in den Wolken. Der Typ sagte auch gerade hier... Ach, der lebt noch? Der Oberboss? You should be rotting in jail. That's exactly what I've been doing for the last 19 and a half years. You'll be surprised what a little good behavior can do for a person. You're not gonna ask me for my last words this time? I'm a lot closer to death than when I last saw you. As are you. Not close enough. Hmm? Close enough for who? If you knew how often I've dreamt of you dying, you'd never have called me. Look, I didn't ask you here to find out who's got the snappiest comebacks. I want to hire you. Will er mich verarschen? What? I require your services as a detective. You're so old, I don't know if you're senile or if you're joking. Look, Ness. My granddaughter Sophia has been kidnapped. When what happened to my son, Vittorio, I put her in a boarding school. She was entered under a false surname, Colombo. Nobody knows who she is. Nobody? Only Milton, the man who brought you here. I trust him completely. 2 days ago, a guy turned up at the boarding school. He introduced himself as Guido Colombo, the girl's uncle, and her new legal guardian. He said her parents had just died in a tragic automobile accident. He produced all the relevant papers, driver's license, the custody document supposedly made out by the father, the death certificates. He explained away the fact that the girl didn't know him by saying he moved to Seattle before she was born. Any clues? Nah. Well, Sophia was wearing a blue dress with flowers that I personally ordered for her from Italy. She was also wearing white ballet shoes with daisies embroidered on them. As for the guy, the school principal said he was tall and slim, in his 50s. No particular accent. Black hair, no beard, no glasses. Well dressed. Could be anyone. But I know he was hired by one of my old associates. Someone wants to finish me once and for all. Maybe they want control of what's left of my organization. Maybe they hate my guts. And I thought I was the only one who still hated you after 20 years. What else have you got? I got this. And I got you. You don't have me. My place is at my diner. And your girl's not there. Huh. So where should I be looking? Gute Frage. Ja gut, jetzt ist er selber halt Mafia und so, ne? Polizei. Ja, ich glaube, die kommen nicht wirklich weit. Auch wenn ich ja eigentlich den Guten spielen will, aber ich sage jetzt hier mal Mafia. You were the biggest boss in the Mafia. And by the looks of this place, you didn't lose everything. Why don't you ask one of your subordinates for help? You don't listen, do you? The kidnapper was hired by one of my men. One of the people I trust. So why me? 20 years ago, I pushed you to the edge. I bought your friends and killed the ones who couldn't be bought. I got you so obsessed with me that your wife ended up leaving you. When you had nothing left, you walked into my house, shot my bodyguards, and pointed a gun at me. You could have killed me. But you chose to take it out on this piano. You're the only honest man I know. Ja, also wie gesagt, ich glaube, die Polizei kann ihnen sowieso auch nicht weiterhelfen. Gut, aus seinen eigenen Reihen, ja, wie er schon sagt, macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Weil es ja irgendeiner von da gewesen sein muss, weil es ja halt mega geheim war, dass sie überhaupt da ist. Ich überlege gerade, ob er mich noch weiter überreden soll oder
ob ich das direkt schon annehme. I'll do it. Not for you. For her. I knew I got the right guy. But I want something in return. As you can see, I'm not short of money. Ask. I won't haggle. Nee. Also mir geht's nicht um Kohle. Spende, Gefängnis, Exil. Weiß nicht genau, was da jetzt bei rauskommt, aber ich nehme Exil. You leave Santa Esperanza and the country forever. It's a deal. I always wanted to die in Sicily, but that's the least of my worries. I don't give a damn what happens to me, Ness. You just save Sophia. And you can start by investigating Carlo Boccherini. How did you know? Biggest forger in Santa Esperanza. Wouldn't surprise me if Sophia's so-called uncle's papers were made by him. Besides, he's been cursing your name ever since we put you in jail. Hey, I treated him like a son. After you killed his parents. They were selling booze without my permission. Wait, you know where to find them? I have a good contact at the station. A girl. Rookie. Straight arrow. Reliable. A girl? You saying you trust her? You are such a chauvinist. Do you trust me? Deal? Wir können natürlich jetzt auch so einen Ghetto-Faustschlag machen. Aber ich mag so gentleman-like. That's a spirit. Keep Milton informed at all times, huh? You hear me? I know you from somewhere. Das spielt sicher noch eine Rolle, sonst hätte er nicht schon 3-mal gesagt, irgendwoher kenne ich dich und so. Das muss irgendwas Wichtiges sein. You're not gonna ask me for my last words? You should be running. I'm never going to help you. Why me? I'm not asking you to help me. I'm not a cop anymore. I'll do it. Not for you. For her. Sind wir jetzt wieder auf dem Weg nach Hause oder ist das jetzt hier gerade ein Traum oder was? This town has become a jungle. Okay, ich glaube, das ist ein Rats Traum. are safe. Those who swore to protect us fight to steal the last scraps of dignity we have left. And those who should judge them prefer to squabble over their prey. But it wasn't always like this. The Santa Esperanza I was born in was a clean town. A place where it meant something to be a cop. Ach cool, ich muss ja jetzt schon wieder, okay. Until he arrived. He took everything I had, but in the end I sent him to hell. Oh, sieht das cool aus, ey. Rebuilt my life. Got my feet back on the ground. But now he's back. And he's dragged me in. I'm gonna need help. Natürlich werde ich den Saft nehmen, ist ja klar. Wir müssen einen klaren Kopf behalten und ich weiß nicht, ich nehme den Saft.
Ness. Elliot, I found Carlo Boccarini. I knew you would, Alice. Write this down. 31 Wicker Avenue in Lakeview. Thanks. Nice work. Elliot, what do you want with him? He's got a hell of a file. Ja, das ist ja diese junge Polizistin. Wir vertrauen ihr eigentlich, ne? Lügen auf gar keinen Fall. Geheimnis, ich sag ihr die Wahrheit. I think he's mixed up in a kidnapping, but my client doesn't want the police involved. What are you getting yourself into? Who's your client? Alice, I don't have much time. I'll let you know how it goes. Thanks. Tomorrow's going to be a long, long day. What's going on, Elliot? Get me out of here, please. What's that gun doing there? Don't lie to me, Elliot. Especially not now. He's back. I'm not a cop anymore. I'm going to need help.